So, heute bin ich an der Bosch 540DE dran. Ein Bohrhammer, der ist jetzt mittlerweile schon 18 Jahre alt. Hat 15 Jahre super funktioniert. Dann hat man ihn 3 Jahre nicht mehr verwendet und da ist er mehr oder weniger vor sich hingetrocknet. Und da gehen normalerweise die Ohrringe kaputt, die Dichtungen hier. Und dann bleiben die Schlagstößel und alles stecken. Die Maschine dreht, fängt an mit Schlag, nach einer Weile bleibt der Schlag einfach stecken und hört auf zu schlagen. Dann muss man sie wieder mal gegen den Boden klatschen, ordentlich. Dann funktioniert es wieder. Also, was wir jetzt mal versuchen, ist da hier aufzumachen. Habe die Maschine schon länger nicht mehr offen gehabt, aber das werden wir jetzt schon schaffen, denke ich. Ich weiß nicht mehr, beim letzten Mal aufmachen, ob man die Sachen alle nach hinten rausziehen kann oder ob ich da vorne eigentlich aufmachen muss, um die Teile nach vorne rauszubringen. Auch habe ich letztes Mal alles mit Fett gefüllt, im Nachhinein, die war auch original mit Fett gefüllt, die Maschine, aber im Nachhinein hat man mir dann gesagt, nee, allerdings muss man Öl füllen. Jetzt habe ich da noch Öl dazu gekauft. Ich hoffe, das ausreicht. Da werden wir dann einen Kaltreiniger verwenden, um das rauszubekommen. Hier sieht man den Umschalter, Hammer alleine oder Hammer und Drehen, und da wird dann das vor zurückgeschoben, was wiederum hier das gegen das Zahnrad eindrücken lässt. So, meine Hoffnung ist, dass ich hier den Hammer rausziehen kann, oder den Luftdruckkolben eigentlich, dann auch nach hinten die anderen Sachen rausziehen kann. Bin mir noch nicht sicher, aber das werden wir jetzt rausfinden. Weil wenn das geht, dann sparen wir uns einen Haufen Arbeit, dann muss ich vorne nicht aufmachen. Ansonsten muss ich hier vorne das alles auseinanderbauen, was letztes Mal, soviel ich mich erinnere, eine scheiß Arbeit war. Weil da muss man den Ring hier raus und dann kommt alles nach vorne raus. Aber zuerst mal schauen, ob es so geht. Dann werde ich die Maschine kurz mal einstecken, damit wir den nach hinten bekommen. Ja, wie ihr seht, sie dreht sich gut, die Maschine. Die Lager habe ich mir letztes Mal angesehen, die haben alle gut ausgesehen. Also, hier sieht man schon, der Kolben ist schon ganz am Ende. Jetzt sollte ich das anheben können. Wenn das gut geht, dann kann ich das zumindest nach hinten rausziehen und dann sehen wir, ob man den Rest auch rausziehen kann. So, am einfachsten denke ich, ist es mit dem Schraubenzieher ein bisschen anzuheben. Vielleicht von der Seite, damit wir den gleich auf die Seite wegheben können. Jupp. Jetzt noch drehen. So, das Ding ist raus. Das Fett sieht auf jeden Fall nicht gut aus da drin. Dann schauen wir mal, ob wir da was durchklopfen können. Ne, so funktioniert das nicht. So, wie gesehen, vorne hält das Ganze zusammen, indem der Gummiring da reindrückt und das dann den Gummiring zusammenhält. Also einfach zurückziehen, rausziehen. Dann dasselbe hier. Der Ring muss raus, da brauche ich einen ganz kleinen Schraubenzieher, dem geht es am besten. Also kleiner Schraubenzieher, oder ich versuche es mal mit der Spannringzange.
So, der ist raus. Dann können wir das rausziehen. Schauen, dass es zusammen bleibt. Das sind nur Gummiteile. Das sind nur Teile, die aufeinander liegen. Dann hier müssen wir das reindrücken, damit die Feder und Nut rauskommen. Und dann hält das auch. Und dann ist das auch raus. So. Jetzt sollte eigentlich der Schlagkolben da drinnen frei zugänglich sein, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, wie gesagt, es war schon länger, dass ich da mal dran war. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich das alles ausgebaut habe. Das ist der Umschalter, der eben da die Drehung verbindet. Wenn da eben eingerastet ist, dann dreht sich vorne der Meißel nicht. Ansonsten ist er hier mit dem Zahnrad geschlossen, dann dreht sich es mit der Maschine zusammen. Das sollte eigentlich rausgehen, ja. Also das ist der Antrieb für einen Kolben hinten. Und dann haben wir noch hier den Antrieb für das Schlagwerk, das eben hier zusammengebaut werden kann oder getrennt. Jetzt müssen wir schauen, wie ich das damals auseinandergebaut habe. Da ist noch ein Sicherungsring drin. So, da kommt eine größere Sicherungszange ins Spiel. Gut, ist raus. So, da ist etwas schwerer rausgegangen als gedacht. So, ist draußen. Jetzt müssen wir da, bauen wir das noch auseinander. Schauen, dass es zusammen bleibt. Dann baue ich es später wieder falsch zusammen. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir da den Schlagbolzen und alles rausbekommen. Eventuell haben wir Glück und er kommt so raus. Ja, er bewegt sich mal nach unten. Und da ist er. So, das Ding wird neu eingebaut. Das haben wir hier komplett neu. Da ist hinten die Dichtung extrem aufgeschwollen und darum steckt er immer wieder fest. Dann als nächstes muss der raus mit dem Schlagring zusammen, wenn ich das richtig sehe. So, mal schauen, gibt es da hier eine Verriegelung drin? Ja, da ist so eine... Ja, da ist eine Feder drin. Schauen, ob ich die rausbekomme. Okay. Ich wusste nicht, dass das Ding da drin ist. Dann mal versuchen, den Imbusschlüssel runter zu bekommen. Hier, dann kann ich den Schraubenzieher rausnehmen hier. Und dann das gleiche noch hier versuchen. Okay. Soweit, so gut. Mhm. Gut, so der Ring ist soweit lose.
Okay, das war's. Der kam auch da neu mit. Jetzt schauen, was da alles rauskommt. Das ist die Schlagscheibe. Und dann sollte das jetzt das Ding mit dem Gummi sein. Jupp. So war der drin. So kommt auch der neue rein. Jetzt mal das Ganze ein bisschen reinigen und dann bauen wir es wieder zusammen. So, das meiste Fett ist raus. Wie gesagt, neu dazu habe ich Öl bestellt. Keine Ahnung warum. Es war eigentlich Fett drin und dann haben sie gesagt, sie haben die Bestellnummer geändert und ich bekomme Öl dafür. Also, hier haben wir 50 ml Öl und eine neue Dichtung für den Getriebekopf oben. Das kann ich eigentlich auch wieder reingeben. Dann bauen wir hier wieder zusammen. Zuerst mal hier aufmachen. Das Öl öffnen. Dann machen wir hier auf der Seite einen Tropfen Öl rein. Und dann kommt als erstes das Ding rein. Ein bisschen drehen und rein damit. Ganz nach unten mit der neuen Schlagscheibe dazu. Die ist auf beiden Seiten gleich. Bis nach unten rein. So. Dann als nächstes kommt der Sicherungsring rein. Auch ein bisschen Öl dazu, damit er ein bisschen leichter runtergleitet und nicht alles kaputt macht, zerkratzt. So, jetzt noch ein bisschen stubborn, wehrt sich ein bisschen. Aber das wird gleich mal werden. So, liegt wieder drin. Ja, dann machen wir hier auch noch einen Tropfen Öl drauf. Gut, als nächstes kommt der Schlagbolzen rein. Auch hier ein bisschen Öl drauf. So, der ging relativ gut runter. Ja. Da sind auch noch die Auslasslöcher. Also der wird mit dem Druckluft runtergeschlagen und da geht dann der übrige Druckluft raus und dann wird er wieder zurückgezogen. Also halt hier zurückgeschoben und dann wieder durch den Stößel hier zurückgezogen. Dann machen wir noch ein bisschen Öl hier drauf. So, das meiste Fett ist entfernt, nicht alles, aber das meiste. Dann kommt zuerst, wenn wir da reinfahren, die Mitdrehmerscheibe drauf.
Auf die Mitnehmerscheibe kommt dann der Schalter drauf. Und dann kommt das Zahnrad drauf. So, und dann wird hier umgeschaltet auf Schlag und hier auf Drehschlag. Dann können wir das vorne wieder einbauen. Hier sind wir ganz drin, das passt. Also da wieder ganz rein und dann den großen Sicherungsring wieder drauf. Der darf ruhig so schmutzig bleiben, da passiert nichts. Okay, drehen wir noch um, damit er genauso drin ist, wie er da vorhin drin war. Noch ein bisschen reinklopfen. Gut, die sind genug geklipst. Jetzt ist das auch fest. Dann müssen wir das wieder in die richtige Reihenfolge einbauen. Aber zuerst werde ich die Teile noch reinigen. Bis gleich. So, jetzt muss ich das Schlagwerk noch mal ausnehmen, weil ich gerade gesehen habe, ich habe vergessen, die Federn einzubauen. Also. Zuerst den Sicherungsring wieder raus. Dann das raus, dann kommt das wieder mit dem Kunststoff voraus drauf. Und dann kann ich es wieder einführen. Schauen, dass wir da genau wieder in die Nuten kommen. Okay. Dann die Sicherungsfeder zurechtlegen und alles zusammen Entweder habe ich eine Hand zu wenig. So, nochmals. Hier rein, dass das ganz drin ist. Dann das hier rein. Sicherungsscheibe. Komm. Okay, mag noch nicht ganz so rein, wie ich das gerne hätte. Da mit dem Schraubenzieher ein bisschen mithelfen. Okay, ist drin. Dann kommt als nächstes das drauf. Da müssen jetzt wieder die Federn rein. Und zwar so. Andere Seite natürlich auch. Und dann kommt das wieder rein.
Jetzt, wenn man das zurückzieht, gehen die Federn rein. Ja, passt. Jetzt muss hier wieder der Ring drauf. Was der hier? Ja. So, schön langsam reindrücken in die Nut, überall rundum. So, ist wieder drin. Dann kommt das wieder drauf und vorne die Gummidichtung drauf. So, das ist drin. Dreht sich gut. Hier verriegelt, verriegelt. Gut. Jetzt kommt der drauf. Erstens mal da die neue Dichtung einbauen. Dann 2 Tropfen Öl drauf. Einführen. Geht gut. Drehen. Gut. Dann als nächstes die Dichtung raus. Da haben wir eine neue, die hier rein. Wäre eigentlich nicht notwendig gewesen, weil die Dichtung sehr dick ist und eigentlich gut aufquillt. Wäre vielleicht sogar einfacher gewesen, die alte drin zu lassen. So, dann schauen, dass das ganz vorne ist, damit wir hier eingleiten können. Okay, schaltet. Und dann machen wir, oh, Dummerle. Ich sollte ja das Öl auch noch füllen. Ich weiß, das vermischt jetzt mit dem Fett und wird schlussendlich nicht die Viskosität haben, die eigentlich geplant ist, aber das wird schon funktionieren. Original war ja auch Fett drin. Also sehe ich da eigentlich kein Problem. Gut, das war's. Jetzt ein Werkzeug einspannen und dann probieren wir mal. So, Meißel rein. Aufnahme funktioniert. Dann schauen wir, ob wir zwischen Dreh und Nicht-Dreh umschalten können. Okay, dann umschalten auf Drehen. Funktioniert. Jo, funktioniert wieder.
voll. Reparatur erfolgreich und jetzt kann ich die Maschine auch wieder zurückgeben. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.